Hallo, ich bin der Christian, Werkstattleiter von IPC Computer, und im heutigen Video erkläre ich euch das Wichtigste über Notebook-Display-Rahmen. Um euch mal einen Rahmen zu zeigen, seht ihr hier mal den Rahmen separat liegen, und zum anderen seht ihr ihn hier am Notebook selbst. Da fällt es gar nicht so auf, dass da ein Rahmen drauf ist. Ja, grundsätzlich kann ein Displayrahmen immer getauscht werden, mit Ausnahme von den Touchgeräten und den Geräten, wo eine Glasscheibe vor dem Display ist. Da ist es miteinander verklebt, aber sonst immer. Von alleine geht Bezel normalerweise gar nicht kaputt. Es kann natürlich mitbrechen, wenn das Scharnier vom Deckel ausbricht. Oder man kann es natürlich beschädigen, wenn man es abnimmt, um das Display oder den Deckel zu tauschen. Grundsätzlich sind die alle ähnlich. Ich meine, man sieht hier jetzt teilweise die Scharnierabdeckungen am Rahmen mit dran oder am anderen, da sind keine dran. Mal ist eben eine Verschraubung oder keine. Grundsätzlich sehen sie immer ähnlich aus. Trotz aller Ähnlichkeit der Bezels braucht man genau das Passende für sein Modell. Die kann man nicht universell switchen. Grundsätzlich kann der Rahmen meistens relativ einfach getauscht werden, weil er nur von vorne aufgesteckt ist. Früher waren sie also mal noch in der Ecke verschraubt. Hier sieht man es auch noch, bei dem Rahmen jetzt zum Beispiel. Da sind auch zwei Schrauben unten drin, die sind dann in der Regel mit Gummi- oder Plastikabdeckungen abgedeckt. Alle anderen Rahmen, die hier jetzt liegen, sind einfach nur aufgesteckt oder teilweise dann auch noch zusätzlich auf dem Display aufgeklebt. Wenn das Bezel aufgeklebt ist auf dem Display, dann muss man natürlich beim Lösen vorsichtiger vorgehen. Beim neuen Bezel sind dann die Klebestreifen schon mit dabei. Das sieht man hier jetzt mal. Da ist zum Beispiel nur unten geklebt. Manchmal ist es ringsrum geklebt. Hier nebendran sieht man auch so eine Variante. Da ist das Bezel zum Beispiel zweigeteilt. Da ist das Prinzip überall, wird es auf dem Display aufgeklebt. Der Klebestreifen ist beim neuen Bezel aber immer mit dabei, wenn es geklebt ist. Ich zeige euch hier jetzt einfach mal exemplarisch so Austausch vom Bezel. Werkzeug, um den Frontrahmen zu tauschen, braucht man im Prinzip nicht viel. Irgendwas Flaches, Dünnes, damit man gut drunter kommt, um es wegzuhebeln, und manchmal bei älteren Geräten Schraubendreher, weil es in der Ecke verschraubt ist, aber das ist eigentlich fast nicht mehr der Fall. Also, ich nehme hier flaches Werkzeug und in dem Fall gehe ich jetzt hier von außen vor, weil es innen aufs Display geklebt ist. Da geht es dann meistens nicht so gut, und löst das alles ab. Wenn man dann mal einen Teil gelöst hat, geht es dann auch ohne. Der Frontrahmen ist damit auch schon abgenommen. Wie man sieht, ist das eine ganz einfache Übung. Ich zeige euch gerade mal noch den neuen Frontrahmen, der letztendlich dann hier wieder drauf kommen würde, draufgeklebt. Ja, im Prinzip kann das jeder auch selber machen. Das sind im Prinzip ganz dünne Rahmen, manchmal sogar noch ein wenig dünner wie hier. Man kann es hier aber schon sehen. Ja, das ist einfach alles ein bisschen kompakter. Ich habe jetzt hier den Rahmen auch schon mal weggenommen, dann sieht man es vielleicht besser. Manchmal ist es noch ein Tick dünner. Die sind zusätzlich zu dem, dass sie gesteckt sind, dann meistens auch noch aufs Display aufgeklebt, damit alles schön plan anliegt. Das ist ja aber nicht nur bei Narrow Bezels so, sondern auch oftmals bei normalen Bezels. Kann ich noch mal drauflegen.
Die Display-Bezels oder Frontrahmen findet ihr bei uns im Shop über euer Notebook-Modell. Das ist auch die einfachste Variante. Es gibt auch noch die Variante über die Partnummer vom Bezel selber. Die steht aber nicht auf dem Bezel drauf, da muss man dann schon über den Hersteller gehen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen weitergeholfen und ihr könnt somit den Frontrahmen bei uns im Shop bestellen und auch selbst austauschen.